Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Railcraft-Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich, wie man einen automatischen Bahnübergang baut. Als erstes sucht ihr euch einmal einen geeigneten Platz für euren Bahnübergang. Am besten, wo die Gleise eine längere Strecke gerade verlaufen. Für den Bahnübergang brauchen wir zwei Blocksignale. Ja, Blocksignale, wie der Name schon sagt, stellt man davon zwei neben einem Gleis auf, also natürlich auf dem gleichen, und fährt eine Lore zwischen den beiden Blocksignalen hindurch, ändert sich das Signal von grün auf rot. Um diese miteinander zu verbinden, brauchen wir den Signalblockvermesser. Funktioniert ganz einfach, mit einem Rechtsklick auf beide Blocksignale raufklicken. Klickt man auf den ersten, steht da Starte Signalblockanfrage. Klickt man auf den zweiten, steht da dann Signalblock erfolgreich definiert. Ja, sind diese miteinander verbunden. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Okay, passt. Jetzt haben wir in beide Richtungen jeweils zwei Blocksignale, die miteinander verbunden sind. Jetzt brauchen wir einen Signalempfänger, denn diese Blocksignale also das Signal von den Blocksignalen müssen wir jetzt zu den Signalempfängern hinüberschicken. Dafür brauchen wir ein Abstimmgerät. Ganz einfach auf eines der beiden raufklicken und mit der rechten Maustaste ebenfalls auf die Signalempfänger raufklicken. Okay, gut, das ist alles miteinander verbunden. Jetzt jetzt verbinden wir die beiden mit einem Redstone-Signal, mit Redstone. Ja, und jetzt bauen wir mal den Bahnübergang eigentlich einmal, beziehungsweise stellen diese Signale auf, wo dann dieses rote Licht blinkt. Ich baue beim Bahnübergang immer so etwas Überdachtes, denn wir brauchen ja dann auch noch die Kolben und ja, ich finde, so sieht das besser aus. Aber das ist Geschmackssache. So, jetzt stellen wir diese Signale auf. Da muss man jetzt aufpassen, das sind keine Blocksignale, sondern sogenannte entfernte Signale. Ja, ich stelle da noch so einen schwarzen Metallpfosten davor. Die sind ja bei Railcraft ebenfalls mitgeliefert. Und da stellen wir jetzt dieses entfernte Signal hinauf. Ja, das entfernte Signal hat eigentlich keine große Wirkung. Man kann einfach bloß Signale damit rüberspielen. Also zum Beispiel jetzt von unseren Empfängern dann dort hinüber. Es zeigt im Grunde nur einfach etwas an, aber es hat keine Wirkung wie die Blocksignale jetzt. Sollte man natürlich aufpassen, dass man diese auch nicht verwechselt. Okay, jetzt klicken wir noch mit rechts auf die Empfänger rauf, denn wir wollen ja natürlich, dass der Bahnübergang erst auslöst, wenn eine Lore durchfährt, und das ist dann natürlich nur, wenn hier die Blocksignale auch ein rotes Signal anzeigen und nicht, wenn es grün ist. Können wir hier auf rot umstellen. Okay, jetzt brauchen wir eine Signalsteuerung, beziehungsweise vier, denn wir haben ja vier solche Signale, denn der Empfänger empfängt nur, und diese Steuerung ist jetzt das genaue Gegenteil, und zwar mit dem verbinden wir unser Redstone-Signal mit diesen entfernten Signalen. Da kann man jetzt auswählen, Standardzustand, ich tue das immer auf Off, also dass gar nichts ist, und dann der Zustand bei Redstone-Signal, da klicke ich auf blinkend rot. Kann man natürlich auch gelb oder sonst was auswählen. Grün, glaube ich, wäre etwas zweckentfremdend, aber ja. Die verbindet man dann einfach mit mit dem Abstimmgerät, mit den entfernten Signalen. Man kann natürlich so viele davon aufstellen wie möglich. Ja, stellt sich vielleicht die Frage, weshalb haben wir von den Blocksignalen das nicht gleich mit einem entfernten Signal verbunden?
Ganz einfach, weil man dann nur ein Signal raufspringen kann und dann kann man nur von einer Richtung anzeigen, dass ein Zug kommt, aber nicht von der anderen. Okay, schauen wir mal, ob das funktioniert. Müsste funktionieren. Ja, perfekt. Und man sieht jetzt auch, das braucht ein bisschen, das ist absichtlich von mir, denn wenn das erst blinkt und dann kommt schon der Zug, ja, hilft das nicht mehr viel. Logischerweise, je weiter weg, also je weiter weg das erste Blocksignal weg ist, umso länger braucht es dann, also umso mehr Zeit hat man, bevor der Zug dann durchfährt. Zum Beispiel auf der einen Seite habe ich es jetzt etwas länger gemacht. Das sieht man, es braucht etwas länger, bis der Zug dann hier kommt. Ist auch gut, denn wir machen dann noch Schranken und wir wollen natürlich, dass das ein bisschen versetzt ist. Also, dass zuerst das Signal mal auslöst und dann erst die Schranken schließen, denn sonst ist man ja plötzlich im Schranken gefangen. Ja, apropos Schranken, bauen wir den einmal. Dafür brauchen wir logischerweise, wie ich jetzt gesagt habe, nochmal Blocksignale, denn wir wollen ja nicht, dass das gleichzeitig auslöst, sondern zuerst einmal, dass dieses Rotsignal erscheint, damit man quasi gewarnt ist, dass dieser Schranken sich gleich schließt. Das ist ganz einfach, wir verbinden nochmal zwei Blocksignale, logischerweise jetzt mit einem kürzeren Abstand als die anderen. Das tut sich jetzt auch nicht bei den anderen Blocksignalen irgendwie einmischen. Abstand könnt ihr natürlich beliebig wählen. Okay, jetzt brauchen wir natürlich zwei Signalempfänger wieder. Einen für die eine und den anderen für die andere Richtung. Verbinden wieder mit Redstone hier. Und jetzt bauen wir mal unseren Schranken. Dafür nehmen wir Kolben. Ja, das baue ich einfach da hinein. Weg damit. Zack. Zack. Okay, gut. Ja, jetzt müssen wir das natürlich wieder damit verbinden, mit dem Abstimmgerät. Sollte man natürlich aufpassen, dass man nicht das falsche Blocksignal auswählt. Denn man kann übrigens, falls ihr das nicht wisst, von einem Blocksignal nur einmal mit einem Abstimmgerät mit einem anderen verbinden. Nimmt man da jetzt ein zweites, dann blinkt es gelb und ja, das ist nicht gut. Okay, jetzt müssen wir natürlich wieder auswählen, dass das nur bei Rot auslöst und nicht bei Grün. Okay, gut, jetzt könnten wir theoretisch gesehen die Kolben ganz einfach mit dem Redstone-Signal verbinden. Ich nehme aber, weil es einfacher und auch schöner aussieht eigentlich, beziehungsweise etwas schlichter, den Wireless Redstone Mod. Denn wenn man Railcraft hat, dafür braucht man Forge und da kann man ja den auch gleich dazu nehmen. Ist nur das einmal herunterladen und hinüber in den Ordner reintun und da kann man eben Frequenzen auswählen. Der Sender ist logischerweise das, wo das Redstone-Signal losschickt. Empfänger ist der Empfänger logischerweise. Müssen wir die gleiche Frequenz hier auswählen. Überall. Und ja, das funktioniert dann schon so. Ich denke, das ist ein sehr nützlicher Mod auch so und schaut auch etwas schlichter aus, wie wenn wir da jetzt irgendwie mit Redstone und Stein und all das miteinander verbinden. Um einiges leichter. Den Link werde ich natürlich in die Beschreibung packen. Okay, probieren wir das jetzt mal aus. Schicken wir die Lore los. Ja, wir sehen. Das rote Signal löst aus. Jetzt hat man quasi eine Warnung, dass die Schranken sich gleich schließen. Denn würde das gleichzeitig alles zugehen, dann, also gleichzeitig mit dem Rotsignal und man ist gerade beim Durchgehen, ist das irgendwie ziemlich blöd, weil dann ist man gefangen. Also in meinem Fall hat man hier in der Mitte noch quasi so einen Notweg, wo man nicht vom Zug überfahren wird, aber ja. Gut, hier sieht man, habe ich etwas länger gelassen, also sieht man auch ein bisschen den Unterschied, zum Beispiel wie man es halt gerne hat. Macht hier etwas länger und ja. Fangen wir die Lore ab. Ja, jetzt wollen wir natürlich noch das Akustiksignal, also den Alarm haben.
Dafür nehmen wir hier den Steinblock, tun einen Redstone-Fackel rauf. Wie man sieht, so die Redstone-Verstärker dran. Und kann mit dem Verstärker auch auswählen, in was für eine Intensität, also in was für ein Intervall der Alarm klingen soll. Okay, wichtig ist, dass wir, wie ich so einen Redstone-Verstärker zum anderen, also so entgegen dazu tun, damit sich das Redstone-Signal nicht irgendwie bei den Empfängern und dem Ganzen einmischt. Okay, jetzt müssen wir das Redstone-Signal umwandeln. Geht ganz einfach so, damit der Alarm auch nur ertönt, wenn ein Redstone-Signal kommt. Gut, da platzieren wir jetzt wieder einen Sender. Brauchen wir natürlich eine andere Frequenz. Ich nehme hier die 11. Und ja, jetzt brauchen wir einen Notenblock. Also ich setze jetzt erstmal den Empfänger 11. Und jetzt brauchen wir einen Notenblock. So, ich nehme da ein bisschen höheren Ton. Ja, der finde ich gut. So, probieren wir das einmal aus, ob das so geht. Boah, wird ziemlich auf dunkel hier. Ja, perfekt. Natürlich, man kann mit dem Verstärker auch einstellen, in was für ein Intervall, wie ich bereits gesagt habe. Also wenn euch das zu schnell oder zu langsam ist, kann man das noch umstellen. Ja, auf der Seite noch den gleichen Notenblock. Und hoffentlich denselben Klang. Ja, perfekt. Ja, dann sind wir hier fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch helfen.